Seit ein paar Monaten läuft auf meinem Linux-Desktop Niri. Deshalb will ich euch heute auf einen kleinen Rundgang mitnehmen und euch den Tiling Wayland Compositor vorstellen. Niri ist eine minimalistische Alternative für den Linux-Desktop, die mit der Denk Material Shell, kurz DMS, richtig schick aussieht. Ich habe die Kombination aus Niri und DMS jetzt auf mehreren Rechnern laufen und bin schlicht begeistert. Aber warum eigentlich Niri? Also bei mir ist es so, dass ich viele von den Optionen, die GNOME oder KDE Plasma mitbringen, weder brauche noch haben will. Das ist mir alles viel zu viel Kram, der vollkommen überflüssig ist. Niri wiederum ist eine schlanke Oberfläche, die ein bisschen eigenes Bedienkonzept hat. Da muss man sich dran gewöhnen. Aber es macht genau das, was ich brauche. Fenster auf, ordnet die so an, wie ich will, und ich kann schnell mit der Tastatur durchscrollen. Niri stellt mir eine schlanke Desktop-Umgebung bereit. Die Denk Material Shell reichert das Ganze um ein Panel, einen Anwendungslauncher und einen Einstellungsdialog an, und all das sieht aus wie aus einem Guss, genauso wie ich es haben will auf einem Desktop. An die Bedienung musste ich mich erst gewöhnen, aber mittlerweile geht mir das ganz locker von der Hand und ich will es gar nicht mehr anders haben. Niri ist ein scrollender Tiling Wayland Compositor. Wenn ich hier ein Programm starte, dann nimmt das Fenster in der Regel die Hälfte des Bildschirms ein. Das nächste landet dann einfach rechts direkt daneben und daneben und daneben und daneben. Das ergibt eine endlose Reihe oder zumindest theoretisch endlose Reihe an horizontal angeordneten Fenstern, durch die ich blitzschnell mit der Maus scrollen oder per Tastenkombination durchhüpfen kann. Schön ist, dass sich trotz Tiling die vorhandenen Fenster nicht verschieben, sondern die einfach schön nebeneinander sind, wenn ich das nächste Fenster aufmache. Und es gibt nicht nur eine solche Reihe, sondern es gibt beliebig viele. Jede einzelne ist ein dynamisch generierter Workspace, eine Arbeitsfläche. Die nehmen weitere Fensterreihen auf und ich kann vertikal dazwischen wechseln. So kann ich zum Beispiel Discord und Thunderbird in einem Workspace öffnen und in einem anderen ein Browserfenster und meinen Editor zum Schreiben. Und wenn ich dann nach Nachrichten schauen will, dann wechsle ich einfach schnell die Arbeitsfläche. Mit ein paar Tastenbefehlen lässt sich das super schnell bedienen und ich kann Niri bis ins Detail konfigurieren. Dabei kann ich zum Beispiel die Größe der Fenster festlegen und das sogar für einzelne Anwendungen gesondert. Zum Beispiel kann mein Terminalfenster, wenn ich das aufmache, immer nur ein Viertel des Bildschirms einnehmen. Das, was ihr jetzt hier seht, ist übrigens nicht die reine Niri-Oberfläche, sondern Niri mit Denk Material Shell. Und das ist eine richtig großartige Kombination. Denk Material Shell ist eine Desktop-Shell für Niri und andere Wayland Compositors. Sie liefert zum Beispiel ein Panel, einen Einstellungsdialog, einen Anwendungslauncher und sorgt für einheitliches Design über alle Sachen. Die Fenster passen so auch optisch gut zusammen. Manchmal muss man sich allerdings erst daran gewöhnen, dass bei einigen die Fensterdekoration oben fehlt und man sie am einfachsten per Tastenkombination schließen kann. Die Konfiguration ist nicht schwierig, weil das komplett über einen grafischen Dialog läuft. Leider gibt es das Ganze nur auf Englisch, was mich persönlich jetzt aber nicht weiter stört. Den Einstellungsdialog kann ich entweder hier oben rechts aufmachen oder über die Mitte des Panels. Oder ich mache den Launcher auf und tippe einfach SE. In den Einstellungen kann ich ganz viele Details konfigurieren, zum Beispiel den Abstand zwischen Bildrand und Panel, zwischen den Fenstern, die Schriften und natürlich die Farben. DMS bringt eine ganze Reihe von Farben mit, ich kann aber auch andere Themes direkt herunterladen und installieren. Oder ich nutze die dynamischen Themes, das ist, wenn ich hier auf Auto stelle. Dynamisches Theme heißt, dass DMS die Farben ans Hintergrundbild anpasst, was noch weiter zum einheitlichen Look beiträgt. Oder ich kann hier auch anpassen, was oben im Panel zu sehen ist und die gewünschten Widgets auf die 3 Plätze links, in der Mitte oder rechts verteilen. Auch ein Dock mit Anwendungsstartern kann DMS einblenden. Das ist hier bei Dock and Launcher mit Show Dock. Da kann ich dann auch Anwendungen festpinnen, indem ich sie erst aufmache und dann im Dock rechts draufklicke und auf Pin to Dock gehe. Und ich kann hier auch noch den Launcher einbinden. Ihr seht, es ist gar nicht schwierig, das anzupassen. Die Konfigurationsdateien muss man dafür überhaupt nicht anfassen. Niri lässt sich besonders effektiv steuern, wenn man sich mal eine Handvoll Tastenkombinationen gemerkt hat.
Die originalen Niri-Tastenkombinationen unterscheiden sich allerdings ein bisschen von denen von DMS. Zentral ist aber in beiden Fällen die Super-Taste, also die, auf den meisten Tastaturen das Windows-Logo drauf ist. Mit der Super-Taste und den Pfeiltasten kann ich von einem Fenster zum nächsten wechseln. Und will ich dabei das Fenster weiterschieben, dann halte ich einfach zusätzlich die Shift-Taste gedrückt. Weitere Tastenkombinationen wechseln zu den anderen Workspaces, verschieben die Fenster dorthin, vergrößern oder verkleinern Fenster oder ordnen sie anders an. Und ich kann damit sogar eine Notizen-App ein- und wieder ausblenden. Zugegeben, es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich die wichtigsten Kürzel im Kopf hatte. Aber seitdem bin ich mit Niri deutlich produktiver als mit XFCE oder Cinnamon, wo ich die Fenster immer noch so hin und her schieben und minimieren, maximieren, also einfach anklicken muss. Mit den Tastenkombinationen wechsle ich schnell von einem Fenster zum anderen, wechsle zwischen den Workspaces, das ist einfach super. Bis auf einige kleine Probleme, für die ich im Laufe der Zeit Lösungen gefunden habe, lässt Niri bei mir eigentlich keine Wünsche im Alltag offen. Was haltet ihr von Niri und Dank Material Shell? Schreibt's mir unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.